Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video von mir. Wir spielen heute mal Baldur's Gate. Das ist ein Dungeons and Dragons Rollenspiel aus dem Hause BioWare. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ich jetzt auf meinem Kanal sowas mache, aber warum nicht? Ich habe mir eigentlich mal so gedacht, ja, komm, spiel einfach mal wieder mal ein paar Spiele, die du früher gerne gespielt hast, die auch, dir Spaß gemacht haben. Und das ist quasi auch schon eines meiner Spiele, die mir auch wirklich Spaß machten und ich das auf und ab gespielt habe. Und ich dachte, ich kann einfach so ein bisschen die Nostalgie noch mal 'n bisschen neu aufleben lassen. Genau, ich werde hier noch mal hier so ein Bild einblenden, wie wir das ganze Vorgehen. Zum einen spielen wir jetzt erst einmal den ersten Teil Baldur's Gate mit dem, Add-on Legenden der Schwertküste und dann durch die Enhanced Edition das Add-on die Belagerung von Drachenspeer oder wie es im Englischen heißt, Siege of Dragonspear. Danach wechseln wir quasi in den zweiten Teil, also in Schatten von Amn, und gehen dann übergreifend in den Thron des Baal rein. Ich habe das Ganze durch eine Mod, quasi so zum Laufen gebracht, dass das als Trilogie-Mod fungiert. Also wir haben quasi alle Teile gleich in einem Spiel. Das seht ihr ja dann auch auf dem Bild nochmal. Genau, ich habe mir vorgenommen, 3 Charaktere zu erstellen, die schon vorgefertigt sind, in Anführungszeichen, und ich quasi nur durch 3 NPCs die Gruppe weiter auffülle. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen einfach mal rein und starten das Spiel. Ich gehe hier mal auf Gruppe erstellen und tue quasi gleich auf den ersten Slot hier. Das wird hier auch der Hauptcharakter sein. Ähm, quasi jetzt schon mal den Charakter importieren und erzähle auch ein bisschen was dazu. Das wäre zum einen unser Ich zum Beispiel. Warum nicht? Genau, er ist ein Barde mit der Unterklasse Skalte, was also bedeutet, dass wir nochmal halt diese Bardenfähigkeiten haben mit den Liederspielen und deshalb auch unsere Gruppe dann auch buffen. Ich werde so gut wie es geht diesen Charakter nicht in den Kampf reinschicken. Wenn es der Fall sein soll, dann mache ich das. Aber er ist erstmal nur so Deko und so dieser typische Buffer in dem Sinne. Genau, ich muss bloß noch die Individualisierung habe ich ein bisschen ausgelassen. Also, ich habe ihn einfach nur stumpf erstmal nur runter erstellt, damit erstmal das Grundgerüst steht. Ähm, Ohne Zaudern in den Kampf! Machen wir es kurz und schmerzhaft. ihr seht auch schon, die Baldur's Gate 1 und 2 Sounddateien sind hier zusammen. Das bedeutet, also das ist ja halt wegen dieser Mod. Ich finde bloß gerade In den Kampf und zum Sieg! die Stimme In den nicht, Kampf und zum Sieg! die ich eigentlich haben wollte. Weiter, Männer! Das ist die auch nicht. In den Kampf und zum Sieg! Ja, das ist mal wieder so dieser Vorführeffekt dann am Ende. Machen wir es kurz und ohne Zaudern in den... Ich werde mir Mühe geben, mit gutem Beispiel voranzugehen. Doch, das war die Stimme, genau. Und genau, das wäre jetzt quasi der erste Charakter. Der zweite ist auch wieder
quasi hier recht nah. Das ist Kaylan. In dem Sinne ist es jetzt hier ein Menschenkämpfer mit der Ausrichtung auf den Zweihandkampf, also Zweihänderkampf. Ich werde schauen, dass ich ihm vielleicht im späteren Verlauf noch einen anderen, In den Kampf und zum Sieg. also vielleicht noch irgendwie mit Einhand und Schild trainiere, die Attribute so verteile. Zu mir! So, und unser dritter Charakter ist eine Hexenmeisterin, nämlich Lady Elena von Tai. Sie ist eine, ich würde sagen, ja, rote Magierin von Tai für diejenigen, die sich da so auskennen. Ja, sie hat so einfach mal, sie ist einfach zufällig in diese Misere jetzt hier reingeraten. Sterbt! Durch! So. Das sind meine 3 Charaktere, die ich benutzen werde. Ich habe mir noch für dieses Let's Play vorgenommen, noch einen zweiten Magier mit ins Boot zu holen und eine Klerikerin. Den letzten Slot werde ich vielleicht mal schauen, was ich da reinnehme. Vielleicht noch einen zweiten Kämpfer oder halt einen Waldläufer oder jedenfalls noch irgendwen aus der Ferne. Und ich würde sagen, mit dieser Konstellation starten wir jetzt das Spiel. Ja, den Schwierigkeitsgrad werde ich natürlich auf einfach nehmen, weil ich glaube, soweit bin ich jetzt noch nicht, dass ich jetzt das überleben werde, gerade wenn es jetzt hier heißt, dass Gruppenmitglieder permanent sterben können oder werden. Finde ich das dann doch auf den einfachen Schwierigkeitsgrad ein bisschen einfacher. Gerade hier, wenn es dann hier steht, können nicht permanent sterben und Trefferpunkte werden automatisch maximal ausgewürfelt. Genau. Gerade jetzt hier im ersten Teil ist es vielleicht noch sinnvoll, auf einfach zu spielen und zu schauen, wann es dann soweit ist, dass wir dann höher gehen können. Genau. Dann würde ich sagen, ziehen wir los. Hoch auf den Klippen oberhalb der Schwertküste ragt die Zitadelle von Kerzenburg empor. In ihr befindet sich die beste und umfangreichste Sammlung an Schriftstücken auf ganz Ferun. Sie ist eine beeindruckende Festung, in der strengen Isolation der Intrigen verborgen, die gelegentlich die übrigen vergessenen Reiche quälen. Sie ist abgelegen, in hohem Maße reglementiert und sie ist Heimat. Innerhalb dieser geheiligten Hallen des Wissens beginnt ihre Geschichte. Sie haben die meisten ihrer 20 Lebensjahre innerhalb der schmucklosen Mauern und unter den Lehren des weisen Gorion verbracht. Stellvertretend für ihren Vater hat er sie aufgezogen. Mit 1000 Geschichten von Helden und Monstern, Liebenden und Ungläubigen, Schlachten und Tragödien. Jedoch eines blieb immer ungesagt: die Geschichte ihres wahren Erbes. Innerhalb dieser geheiligten Hallen des Wissens beginnt ihre Geschichte. Sie haben die meisten ihrer 20 Lebensjahre innerhalb der schmucklosen Mauern und unter den Lehren des weisen Gorion verbracht. Heute scheint Gorion besorgter denn je zu sein. Und nun hat er entgegen seiner Gepflogenheiten mitten am Tag eure Arbeit unterbrochen. Er hat euch rasch befohlen, euch reisefertig zu machen und euch alles Gold gegeben, das er entbehren kann. Doch ihr wisst immer noch nicht, warum.
Und jetzt steht ihr vor dem Wirtshaus von Kerzenburg und seid bereit, Vorräte für diese ungeplante und unerwartete Reise zu kaufen. Ja, also man hat es jetzt auch gerade gemerkt, der Erzähler, der hat jetzt sich an einigen Stellen die Textabschnitte sehr doppelt wiederholt und nicht alles genau 1:1 vorgelesen. Genau, und wir werden jetzt wahrscheinlich, stehen wir hier. Aber bevor wir das machen, gehe ich mal ganz kurz die Skripte rein. Würde tatsächlich sagen, dass wir erstmal nur die ganzen Standardsachen bei denen aktivieren. Bei ihm würde ich tatsächlich erstmal gar keinen reinmachen. Also er ist einfach erstmal passiv nur dabei, Ja? weil das Badenlied quasi, wenn wir das jetzt mal hier durch diese Rüstungsklasse sehen, ist jetzt hier 10. Und wenn jetzt hier das Bardenlied gespielt wird, kommt hier so ein Buff und dann wird es ja hier runtergesetzt. Und sobald ich jetzt irgendwie eine andere Fähigkeit wirke, dann unterbricht das Lied und die ganzen Buffs verschwinden. Mhm. Ich würde auch tatsächlich jetzt nicht alle Quests hier machen. Ich würde jetzt nur ins Wirtshaus gehen, dann mal einen kurzen Abstecher, glaube ich, dann zum Tempel machen und schauen, was da zu holen gibt. Und würde mich dann gleich direkt hierher begeben. Im Grunde genommen kann ich euch so dann auch besser das System zeigen, was. Also sobald wir jetzt hier diese Map verlassen haben, kann ich es euch besser zeigen, wie das Spiel funktioniert. Aber sicher doch.